Über den Hügeln von Caracas erhebt sich El Helicoide, eine monumentale Pyramide aus Beton. Ursprünglich als futuristisches Einkaufszentrum geplant, ist dieses Bauwerk heute eines der berüchtigsten Gefängnisse Venezuelas. Betrieben vom Geheimdienst SEBIN steht El Helicoide sinnbildlich für einen Staat, in dem Macht, Korruption und Gewalt untrennbar miteinander verbunden sind. Hinter den fensterlosen Mauern herrschen Enge, Angst und Hoffnungslosigkeit. Die meisten Insassen leiden unter katastrophalen Bedingungen. Kaum Licht, kaum Platz, keine Privatsphäre. Doch El Helicoide ist mehr als nur ein Gefängnis. Es ist ein Spiegelbild der venezolanischen Gesellschaft, in der Willkür und Angst regieren und in der das Recht des Stärkeren gilt. Inmitten dieses Elends lebt Walid Maklet, einer der mächtigsten Drogenbosse des Landes, unter völlig anderen Bedingungen. Während die meisten Insassen leiden, genießt Maklet Privilegien. Klimaanlage, Bewegungsfreiheit, Internetzugang. Er ist kein gewöhnlicher Häftling, sondern herrscht im Gefängnis wie ein König. Maklet entscheidet, wer eine Matratze bekommt und wer auf dem Boden schlafen muss. Er kommuniziert mit der Außenwelt, sendet Botschaften über soziale Netzwerke und verlässt das Gefängnis sogar zeitweise, um sich in Nachtclubs und Bordellen zu vergnügen. Seine Macht verdankt er nicht Waffen, sondern Wissen. Er kennt Namen, Routen und Konten und weiß, welche Generäle und Minister im Drogengeschäft verwickelt sind. Maklets Wissen ist seine Lebensversicherung. Dokumente und Beweise lagern bei Anwälten auf der ganzen Welt. Sollte ihm etwas zustoßen, würden sie veröffentlicht. Nach seiner Verhaftung in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta begann Maklet auszusagen. Er beschuldigte mehr als 40 hochrangige Militärs und Regierungsvertreter des Drogenhandels, darunter den Vizepräsidenten Tarek El Aissami und den Machtpolitiker Diosdado Cabello. An der Spitze dieses mafiösen Systems steht Präsident Nicolás Maduro. Obwohl er lange als schwach galt, sicherte ihm das Netzwerk aus Militärs, Geheimdiensten, Ministern, Richtern und Wirtschaftsakteuren die Macht. In Venezuela schützt Mitwisserschaft vor Verrat. Jeder kennt die Verstrickungen des anderen. Korruption und Drogengeschäfte sind der Kitt, der das System zusammenhält. Die Wurzeln dieses Systems reichen zurück bis zu Hugo Chávez. Seine Nähe zur kolumbianischen Guerilla FARC öffnete Venezuela für den internationalen Drogenhandel. Die Guerilla erhielt Rückzugsräume und politische Unterstützung. Bald wurde Venezuela das wichtigste Transitland für Kokain aus Kolumbien. Militär und Nationalgarde kontrollierten Häfen, Flughäfen und Grenzen und kassierten für freies Geleit. Nach dem Tod von Chávez perfektionierte Nicolás Maduro dieses System. Die Wirtschaftskrise zwang das Land zu massiven Lebensmittelimporten. Es entstand eine Parallelwirtschaft. Subventionierte Waren verschwanden aus Staatsläden und tauchten zu Wucherpreisen auf dem Schwarzmarkt wieder auf, kontrolliert vom Militär. Das Militär spielt eine zentrale Rolle in diesem System. Es kontrolliert nicht nur die Grenzen, sondern auch den Schmuggel und die Verteilung subventionierter Waren. Während die Bevölkerung unter Hunger leidet, bereichern sich die Eliten. Die Schattenwirtschaft ist für viele Venezolaner der einzige Weg zum Überleben, doch sie festigt die Macht der Herrschenden. Wer sich gegen das System stellt, riskiert alles. Die wenigen unabhängigen Institutionen wurden ausgeschaltet oder gleichgeschaltet. Die Justiz ist Teil des Netzwerks, das die Interessen der Mächtigen schützt. Nur wenige wagen es, sich dem System zu widersetzen. Eine davon war Luisa Ortega Díaz, einst loyale Unterstützerin des Regimes. Sie begann, Korruption zu untersuchen, wurde jedoch blockiert, bedroht und schließlich ins Exil gezwungen. Mitgenommen hat sie Kopien von Dokumenten, die die gesamte Führung belasten. Ihre Geschichte steht für den Mut Einzelner und für die Repression, mit der das Regime jede Kritik erstickt. International wuchs der Druck auf Venezuela. Die Vereinigten Staaten erklärten das Land offiziell zum Narkostaat. Sanktionen trafen Dutzende Funktionäre, Vermögen wurden eingefroren. Auch die Europäische Union schloss sich an. Ermittlungen, Zeugenaussagen und Überläufer zeichneten das Bild eines Staates, der von innen heraus von einem mafiösen Netzwerk übernommen wurde. Am 3. Januar 2026 kam es zur Eskalation. Nicolás Maduro wurde bei einer US-Militäraktion festgenommen und nach New York gebracht,
Dort plädierte er vor Gericht auf nicht schuldig in Verfahren wegen Drogen-, Waffen- und Narkoterrorismusvorwürfen. Die Aktion löste weltweit Kritik und diplomatische Spannungen aus. Seitdem steht Venezuela unter einer Übergangsführung. Was bleibt, ist ein Land, das zur Geisel eines Systems wurde, dessen Auflösung nun nicht mehr in den Händen seiner eigenen Machthaber liegt.